Annyeonghaseyo, hello und hallo. Wie ihr seht, bin ich hier in Incheon, am Flughafen tatsächlich. Hier in Korea ist jetzt nächste Woche Seollal. Viele fliegen ins Ausland, inklusive mir. Für mich geht es morgen früh nach Deutschland. Und da so viel Verkehr vorhergesagt wurde, bleibe ich heute mal zum ersten Mal hier in einem Flughafenhotel. Und morgen früh geht es dann los. Im Grunde nutze ich die Gelegenheit hier jetzt, um eine Frage zu beantworten, die manche von euch mir per Kommentar auf YouTube gestellt haben. Und zwar, ja, wie es mich eigentlich hierher verschlagen hat. In ein paar Tagen sind es exakt 5 Jahre. Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Nicht nochmal! Hip, hip! Mir wird gleich schlecht. Ja, also tatsächlich ist das nicht das erste Mal für mich, dass ich in Asien lebe. 2013 bis 2015 hatte ich schon mal 2 Jahre in Shanghai gelebt. Als ich noch in Deutschland studiert hatte, hatte ich nebenher Chinesisch gelernt und dann über die Uni ein Stipendium bekommen und bin dann nach Shanghai. Wie das so ist, sind daraus dann 2 Jahre geworden, die ich dort war. Ja, und in dem ersten Jahr war es noch eine ziemlich gemischte Klasse von verschiedenen europäischen Nationen über Amerikaner, Südkoreaner, Nordkoreaner tatsächlich auch. Ja, und im zweiten Jahr bin ich dann praktisch von Intermediate in die Advanced Kurse gegangen und da waren es dann überwiegend Koreaner und Japaner, mit denen ich da zusammen studiert habe. Seitdem hatte ich dann einige koreanische Freunde, auch dann eine koreanische Freundin zu der Zeit und habe über die so Korea schon mal ein bisschen kennengelernt. Also die haben angefangen, mir so ein paar Phrasen beizubringen und ich habe die Hangul gelernt, also die koreanischen Schriftzeichen und ja, fand eigentlich generell, dass das alles ziemlich korrekte Leute waren. Ja, und während dieser Zeit in China habe ich auch ein bisschen reisen können innerhalb Asiens, unter anderem nach Taiwan, Japan und Korea zum ersten Mal jeweils und habe da auch festgestellt dann, dass sich das irgendwie richtiger anfühlt. Also bei China habe ich dann zum einen irgendwann genug gehabt wegen der Luftverschmutzung. Das ist hier in Korea zwar auch ein Problem, aber nicht ganz so arg. Aber eben auch, ja, ich sag mal so von der Denke der Menschen, von der Politik her, von den Werten und so weiter, hat das irgendwie in Taiwan, Japan und Korea besser gepasst. Ja, und insbesondere Korea, als ich dort eben war, hat mich damals sehr positiv überrascht gehabt. Es war so viel grüner, als ich dachte. Gerade wenn man hier in Incheon ankommt und dann hat man ja so ungefähr eine Stunde Fahrt nach Seoul rein. Da merkt man recht schnell, dass es eben nicht nur Großstadt ist, sondern man hier die wunderschönen Berge ringsherum hat, das Meer immer in der Nähe und auch wenn man dann in Seoul selbst ist, gibt es eben ja wirklich unmittelbar gelegene Berge wie den Bukhansan. Man hat den Cheonggyecheon praktisch in der Stadtmitte. Also so gesehen wirklich jede Menge an Lebensqualität, was das angeht. Und gut, das Essen spricht im Grunde für sich selbst. Klar, wenn man Kimchi nicht mag, dann ist Korea nicht das richtige Land, aber ja, ich mag es. Insofern liebe ich hier das Essen. Geil! 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 Nichtsdestotrotz ging es dann erstmal zurück nach Deutschland, wo ich dann auch angefangen habe zu arbeiten, dann aber immer noch einen Bezug zu Asien hatte. Also in der Zeit ging es dann öfters mal auf Geschäftsreisen nach Südostasien. Das war auch ganz gut so, weil so nach 2, 3 Jahren in Deutschland habe ich gemerkt, dass es mich eigentlich schon wieder hier in die Region zieht. Aber eben nicht mehr nach China. Das war für mich abgeschlossen, das Kapitel, sondern eben in eine der entwickelten demokratischen Länder. Was aber natürlich nicht ganz so einfach ist, hier einen Job und dann entsprechend auch Visum zu finden. Damit strugglen, glaube ich, ziemlich viele, die den Traum haben, hierher zu kommen. Bei mir ging das auch eine ganze Weile so, wo ich zwar dann selbst die Gewissheit hatte, dass ich hierhin will, aber noch keinen konkreten Weg hatte, wie das würde. Und da war mir dann Fortuna ein Stück weit gelegen. In der Zeit ist dann nämlich das Unternehmen, wo ich arbeite in Deutschland, gewachsen, inorganisch. Und damit einhergehend auch Strategiewechsel und im Grunde dann die Ausrichtung mit einem stärkeren Fokus auf Asien.
Da kam dann im Grunde eines Tages mein Chef auf mich zu und er wusste, dass ich die Gedanken hatte. Bekam ich dann das Angebot, Standortentwicklung in einem von 4 Ländern zu betreiben, nämlich Malaysia, China, Indien oder Südkorea. Das waren die Optionen hier in Asien. Das hat natürlich gepasst. Da war dann klar, dass ich nach Korea gehen würde, wo meine Aufgabe dann darin bestand, einen kleinen Standort für die Region aufzubauen. Ja, und dann primär dieses Office und Projekte und Kunden hier in der Gegend zu betreuen. Zusammenfassend lässt sich sagen, schon mal in Asien gelebt, in der Zeit Korea besucht und für gut befunden, in Deutschland gearbeitet und dann über den Arbeitgeber den Weg hierher gefunden als so eine Art Entsendung. Das war als Entsendung geplant, aber aufgrund der Gesetze und der Regelungen hier, was Anstellung angeht, sind wir dann den Weg der Einstellung vor Ort, also über einen koreanischen Vertrag gegangen. Und dann ging es im Februar hierher. Da hatte ich dann so 3-4 Wochen schon in einem Hotel gebucht oder war eigentlich eher so ein Service Department und habe in der Zeit dann zum einen das ganze Büro schon mal aufgebaut, also hier vor Ort die Hardware und was eben nötig war, besorgt, Telefone angemeldet, Anmeldung zum Sprachkurs. Bankkonto eröffnet, Visum angemeldet und parallel eben auch eine Wohnung gesucht, wo ich dann ja zunächst im Jamwon-dong fündig wurde und da so ein kleines Office-Tel dann gemietet hatte. Innerhalb von einem Monat, kann man sagen, war ich dann eigentlich schon ziemlich angekommen. Mit Wohnung, Büro, die ganzen organisatorischen Sachen waren dann weitestgehend erledigt. Nur dann im März ist eben auch Corona hier nach Korea gekommen und hat die ganzen Pläne, was so Geschäftsreisen und Kundentreffen angeht, ziemlich durcheinander geworfen. Da war dann erstmal nichts mit, so 1,5 Jahre. Also meine erste internationale Reise war dann nach Deutschland irgendwann in 2021. Dann nach Deutschland, um meine erste Corona-Spritze zu bekommen, weil ich da in Korea zu dem Zeitpunkt keine bekommen konnte. Wobei alles in allem das hier nicht ganz verkehrt war in Korea. Also wir hatten hier nie einen kompletten Lockdown oder irgendwas in der Richtung. Immerhin konnte man innerhalb vom Land rumreisen. Nur arbeitstechnisch war eben vieles anders als gedacht. Ja. Also das ist im Grunde die Origin-Story von mir und meinem Weg nach Korea, jetzt in Schnelldurchlauf. Falls ihr weitere Fragen habt oder weitere Details von Interesse sind, fragt mich gerne per Kommentar. Ich werde darauf antworten. So,